Heute, wie versprochen, die weiteren Details zur Kippbrücke für diesen 6x4 Scania. Die ist innen 5100 mm lang und 2420 mm breit. Die Brücke selbst sowie alle Anbauteile für Brücke und Hilfsrahmen werden vor dem Zusammenbau einzeln lackiert. Jedes Fahrzeug bzw. jede Kippbrücke hat nur zwei Vorstecker, die die Kipprichtung bestimmen. Einen glatten und einen Vorstecker mit Absatz. Der Vorstecker mit Absatz passt nur hinten rechts und vorne links und der glatte nur vorne rechts und hinten links, Stichwort Überkreuzsicherung. Die Brücke bekommst du in 40 mm starken Aluprofilen für den Fernverkehr oder bis zu 65 mm stark für den harten Baustelleneinsatz. Wenn du aber wie hier Stahl bevorzugst, dann bauen wir dir eine 4 mm starke, 1080 mm hohe Membran-Bordwand aus HB 400. Membran übrigens deshalb, denn wenn ein harter Brocken kommt, dann beult die Bordwand nicht sofort aus, sondern gibt federnd nach. In Fahrtrichtung rechts wird die Brücke manuell geöffnet und die Bordwand kann dann frei pendeln. Beim Verriegeln schließt der Haken von oben und hat somit ein Top-Heranholvermögen. In Fahrtrichtung links arbeitet dann die Schwarzmüller Bordmatic und der dafür erforderliche Hydraulikzylinder liegt geschützt an der Stirnwand und ist in der Fahrstellung eingezogen. Julia, let's do it! Und beim Seitkippen stört keine Stufe an der waagerecht gekippten Bordwand. Julia? Bei den Münchnern im Übrigen liegt der Hydraulikzylinder ungeschützt unter der Brücke und ist in der Fahrstellung ausgeschoben. Ihr seht, es gibt jede Menge guter Gründe, eure Kippbrücke in Hanzing aufbauen zu lassen und nicht in Dingenskirchen.